dass beide Kinder voneinander erfahren dürfen, ich darf mich unabhängig von meiner Schwester entwickeln. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's. Das Problem geht um das Thema Ausgrenzung. Wenn ich mit den beiden bei ihren Freunden bin, also Zwillingsmädchen, verbünden sich oft Marie und die Freundin gegen Edda, lassen sie nicht mitspielen und sagen auch, dass sie Edda nicht wollen. Wie kann ich damit umgehen und die Situation entschärfen? Ja, das ist das Annehmen, dass die Kinder eben auch getrennt voneinander Dinge machen wollen. Und es steht der Marie zu, mit ihrer Freundin ohne ihrer Schwester was zu machen. Und ich glaube, da geht es meistens schon los für uns Eltern, dass uns das vielleicht so kurz schmerzt, ja, dass es sagt, oh, das finde ich aber blöd. Irgendwie, die müssen noch zusammenhalten und immer alles zusammen machen, möglicherweise. Es darf sein, dass die Marie sich mit der Edda eben so gut versteht, dass sie mit ihrer Freundin so gut versteht, dass sie mit der Edda nichts machen möchte. Das hat automatisch zur Folge, dass die Edda das doof findet, weil sie eben mitspielen möchte. Und was du da machen kannst, ist nicht die Situation zu doch entschärfen, schon in einem gewissen Sinne, aber letztendlich die Edda aufzufangen. Der Edda bewusst zu machen, unter Tränen, die sie vielleicht hat, dass es okay ist, dass die Marie mit ihrer Freundin spielt. Dass du jetzt für sie da bist, dass du ganz exklusiv Zeit mit ihr machst. Also, dass sie eben nicht ein Minus in sich fühlt, so jetzt ist meine Schwester weg und jetzt bin ich allein, sondern dass sie eben ein Plus fühlt, die Marie darf und ich darf aber auch. Dass es eine Alternative gibt. Und es kann sein, dass das gut angenommen wird. Es kann sein, dass es Tage gibt, wo es nicht gut angenommen wird. Aber letztendlich ist es wichtig für beide. Es ist wichtig für die Marie zu wissen, ich darf mich selbst entwickeln, ich darf meinen eigenen Raum haben. Es ist auch wichtig für die Edda zu wissen, dass die Marie das darf und dass sie es aber auch darf. Dass beide Kinder voneinander erfahren dürfen, ich darf mich unabhängig von meiner Schwester entwickeln. Das ist bei Zwillingen eine besondere Thematik, ja, weil sie Zwillinge sind. Da schwingt noch so viel mehr mit. Die waren schon immer zusammen, die waren im Bauch schon zusammen. Da ist energetisch viel los, ja. Und aber doch zu wissen, ich darf ein Individuum sein, ich darf für mich sein, ohne dass mir ein Teil wegbricht. Das ist das, wo du begleitest. Gleichzeitig der Punkt von Ausgrenzung. Da geht es um Mitgefühl entwickeln lassen. Die beiden sind ja noch recht klein. Das heißt, die haben noch keine Empathiefähigkeit in dem Maße, dass sie sofort wissen, dass es den anderen schmerzt. Sie wissen noch nicht, was Ausgrenzung bedeutet. Da ist es für dich wirklich dieses mitfühlend sein und sagen, Mensch, schau mal, ich sehe gerade, ja, was siehst du, was beobachtest du? Ich sehe gerade die Edda, die hat voll Tränen in den Augen, wenn sie hört, dass ihr beide sie nicht dabei haben wollt. So, dass die Marie quasi mitkriegt, was ihr Verhalten macht und letztendlich
schult darin, Empathie zu entwickeln. Das ist die Herausforderung, weil das für uns einfach ja in unserer Welt und im Alltag meistens an Zeit eben schwierig ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.